BASF, Oracle, Yazaki, Verizon, alle verlassen gerade Uruguay. Und genau dahin wollen wir auswandern. Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub und wir reden weiter übers Auswandern. Denn wir wollen ja immer noch nach Uruguay. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, in welche Länder ihr auswandern wollt oder vielleicht sogar schon ausgewandert seid. Frau Mattes sagt, wir ziehen auch mit Tumor nach Uruguay. Also planen wir weiter. Falls ihr ihre Folge verpasst habt, ich verlinke die euch nochmal hier oben. Und natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ja, Frau Mattes bekommt jetzt erstmal eine neue Hüfte und für ihren Tumor Bestrahlung. Die Zeit möchte sie, soweit das möglich ist, für eine erste Runde nutzen, in der sie aussortiert, was wir nicht mehr brauchen. Da muss ich wohl ein paar Dinge in Sicherheit bringen, denn sonst verwechselt sie noch was total Wichtiges mit was Unwichtigem. Tja, und ja, meine PlayStation 2, die brauche ich auf jeden Fall noch. Außerdem lernt Frau Mattes fleißig Spanisch. Ich auch. Und das ist die 50. Folge Mattes Mathe-Mission Uruguay anwählt. Yay! Ja, und weil 50 Folgen ein guter Grund zum Feiern sind, haben wir dem Kanal was geschenkt. Unser nagelneues Intro, das ihr heute ganz am Anfang schon zum ersten Mal gesehen habt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ja, was liegt sonst noch an? Wir planen gerade, welche Regionen wir uns auf unserer nächsten Erkundungsreise, hoffentlich 2027, je nach Gesundheitszustand, nochmal ganz genau ansehen wollen. Wer unsere Folge Wo wir leben wollen verpasst hat, auch die verlinke ich euch nochmal hier oben und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ja, die Regionen aus dieser besagten Folge möchten wir uns nochmal ganz genau ansehen. Wie oft wart ihr denn vor eurer Auswanderung im Zielland und wie habt ihr euer erstes Zuhause im neuen Land gefunden? Also unser erstes Zuhause in Uruguay werden wir mutmaßlich online aus Deutschland mieten müssen. Ja, da sollten wir schon genau wissen, wo wir leben wollen. Die Zeit des Mietens wollen wir nutzen, um dann die favorisierte Region noch besser kennenzulernen. Und wenn wir es dort fühlen, dann machen wir uns auf die Jagd nach einem Haus oder Grundstück. Und wenn nicht, na, dann ziehen wir weiter. Uruguay hat schließlich ganz viele schöne Departamentos. Und wir haben ja ein paar zur Auswahl. Und ja, Uruguay ist traumhaft schön. Land und Menschen haben uns echt begeistert. Dennoch bemühen wir uns, nicht völlig blauäugig umzuziehen. Wir planen die Auswanderung langfristig, informieren uns umfänglich, bereisen das Zielland, lernen die Sprache, knüpfen Kontakte. Kurz, wir bemühen uns wirklich um gute Vorbereitung und ihr seid ein wesentlicher Teil davon. Auch der Blick auf potenzielle Risiken und Herausforderungen gehört für uns dazu. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen ja 2029 nach Uruguay auswandern. Ein Jahr bevor das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2030 in Montevideo stattfindet. Die Weltmeisterschaft selbst wird ja in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen. Aber zur 100-Jahr-Feier der ersten WM von 1930 gibt es 3 Eröffnungsspiele in Südamerika. Und das allererste davon im Estadio Centenario, da wo 1930 wirklich alles begann. Ja, auch wenn es nur ein Spiel ist, wird das international Aufmerksamkeit bringen, also gerade Fußballbegeisterte. Ja, wird sich das auf die Mieten- und Grundstückspreise auswirken? Also natürlich besonders im Großraum Montevideo. Werden wir überhaupt zu dieser Zeit Objekte finden können, die wir langfristig mieten können? Sollten wir vielleicht mit der Grundstück- und Haussuche bis nach der ganzen Aufregung warten? Ja, was würdet ihr tun? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.
Ja, und was uns gleich zum nächsten Thema führt. Wir haben nämlich wahrgenommen, dass in Uruguay wirklich sehr viele Objekte zum Verkauf angeboten werden. Sowas ist ja oft ein Warnsignal für eine platzende Immobilienblase. Wir informieren uns gerade detailliert über mögliche Ursachen. Wenn ihr genaueres wisst, ja, genau, dann schreibt es uns in die Kommentare. Was uns außerdem Sorgen bereitet, sind diverse Artikel über Unternehmen, die sich aus Uruguay zurückziehen. Wir haben vor 2 Wochen einen Short dazu rausgehauen und uns gefragt, hey, was ist denn da los? Heute wollen wir der Sache mal richtig auf den Grund gehen. Die Liste der Rückzüge ist wirklich lang. Fanacif hat 2024 dicht gemacht. Gloria Foods hat seine Käseproduktion in Nueva Helvetica eingestellt. Yazaki hat Anfang 2025 beide Werke geschlossen. Das waren über 1000 Arbeitsplätze, die weg sind. Im September letzten Jahres ist Verizon gegangen. Über Alorica 265 Stellen. Lagotia verlässt Uruguay nach 25 Jahren und verlagert nach Argentinien. Und Ende letzten Jahres hat UKG seinen Tech-Hub in Montevideo dicht gemacht. Das waren 300 Stellen. Bei BASF und Oracle laufen gerade massive Restrukturierungen. BASF verlagert bis zu 40% seines Personals nach Indien und Oracle entlässt wegen KI. Wir haben uns das mal in Zahlen angeschaut. Die offiziellen Daten der uruguayischen Zentralbank und der Vereinten Nationen zeigen 2 Seiten. Die eine Seite, Uruguay hatte einen massiven Investitionsboom. Da war zum einen UPM, Paso de los Toros, die größte Auslandsinvestition in der Geschichte Uruguays mit 3,5 Milliarden Dollar. Ja, und Google baut gerade in Canelones ein Datencenter für 850 Millionen. Ja, und die andere Seite, im Jahr 2024 ist die Nettoauslandsinvestition zum ersten Mal in dieser Dekade ins Minus gerutscht. Es fließt also mehr Kapital ab als rein. Die Rückzugsliste ist also kein gefühltes Bauchweh. Eure Kommentare zum Short haben uns aber weitergebracht. Danke dafür. 3 Punkte fassen wir zusammen, was uns Stefan, Gabi und viele andere geschrieben haben und was sich auch mit der uruguayischen Wirtschaftspresse deckt. Erstens, die Kosten. Der uruguayische Peso ist stark. Die Löhne sind hoch, die Gewerkschaften sind kämpferisch. Yazaki hat das auch in seiner offiziellen Stellungnahme genauso begründet. Zweitens, die KI. Callcenter und IT-Support brauchen heute weniger Menschen. Das spart den Konzernen wie Verizon, UKG und Oracle hunderte Stellen. Drittens, die Geografie. Industrie wandert nach Argentinien und Paraguay. Tech wandert nach Chile oder Indien. Und da spielt noch ein Großprojekt rein. Der Corredor Bioceánico. Eine rund 2400 Kilometer lange Fernstraße, die Brasilien, Paraguay, Argentinien und die Pazifikhäfen in Chile verbinden soll. Sie soll die Logistikkosten um bis zu 40% senken. Und genau diese Länder, in die jetzt abgewandert wird. Uruguay liegt da nicht auf der Route. Das ist kein Zufall, das ist eher ein Muster. Ja, und dann ist da Gabi, die uns aus Uruguay schreibt. Nicht nur die Großen gehen, sagt sie. Milchwerke und Schlachthäuser schließen auch. Milchbauern verringern ihre Tierbestände. Und das stimmt leider, denn allein im Milchsektor sind 300 Stellen weg. Und bei den Schlachthäusern stehen rund so 2000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Ja, das ist die Krise hinter der Krise. Stefan, dessen ehemaliger Klassenkamerad eine dieser Firmen leitet, hat eine noch schärfere These. Ausländisches Kapital fließe in Uruguay zwar rein, aber in Beton statt in echte Wertschöpfung. Profitieren würden andere, nicht das Land. Wenn man sich die Sektorenverteilung der Auslandsinvestitionen anschaut, ja, dann hat er da einen Punkt. Fast die Hälfte fließt nämlich in Finanz- und Immobilien und nur 1/4 in produzierende Industrie. Ja, was das für unsere Auswanderung 2029 bedeutet, das müssen wir noch verstehen. Aber eines ist klar. Das Bild ist nicht schwarz-weiß. Uruguay ist nicht im freien Fall. Aber es gibt echte Risiken. Und genau deshalb planen wir lange im Voraus. Ja, habt ihr noch was, das wir übersehen haben? Ey, dann schreibt es uns. Kommentiert, mailt oder sendet uns Rauchzeichen. Ja, und dann besuche ich im August endlich den ersten Workshop von Clemens Jakob, also dem Entwickler und Bewohner des Own Homes. Das ist
Ganz besonders interessiert mich da nämlich das Klimatisieren mit sogenannten Phasenwechselmaterialien. So, das sind Stoffe, die zum Beispiel über 20 Grad Wärme aufnehmen und unter 20 Grad wieder abgeben. In Uruguay müsste das eigentlich super funktionieren. Ihr kennt das vielleicht, diese Taschenwärmer mit dieser Münze drin, die man knicken kann, die dann fest werden. Das ist genau sowas. Also wir träumen ja auch von einem möglichst autarken Lehmhaus in Uruguay und zwar in einer altersgerechten Variante. Ja, und nach dem Workshop wissen wir besser, ob und wie wir das in Uruguay umsetzen können. Ja, und dann sind wir natürlich hin und her gerissen. Einerseits wollen wir genug Platz für die Dinge haben, die wir möchten, also eine Holzwerkstatt und eine Brauküche mit Theke für mich und einen Bereich zum Töpfern und Malen für Frau Mattes. Dazu Hochbeete. Andererseits soll es aber auch nicht zu groß sein. Alles will ja gehegt und gepflegt werden. Ja, und wir werden ja auch leider nicht jünger. Ja, das sind die Themen, die uns gerade umtreiben. Welche Sorgen und Zweifel haben euch denn bei der Planungsphase eurer Auswanderung überfallen? Ja, und wie seid ihr damit umgegangen? Was hat euch in dieser Phase um den Schlaf gebracht? Eure Erfahrungen würden wir sehr gerne in den Kommentaren lesen. Für heute sage ich, hasta la próxima, que les vaya bien. Ciao!